und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Haselnuss-Schokoladenmänner backe. Auf ein Blech gebe ich 200 Gramm Haselnüsse und lasse sie für 15 Minuten bei 160 Grad backen. Wer sich diesen Arbeitsgang sparen möchte, kauft schon geröstete Haselnüsse, aber auch mit naturbelassenen Nüssen sind die Kekse lecker. Während dieser Zeit können die weiteren Zutaten abgewogen werden. 400 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter, die ich in kleine Würfel schneide, und 20 Gramm ungezuckertes Kakaopulver. Dann wiege ich in eine Kanne 110 Gramm braunen Rum ab. In der Küche riecht es mittlerweile nach gerösteten Haselnüssen und es ist Zeit danach zu schauen, denn zu dunkel möchte ich sie nicht haben. Zum schnelleren Abkühlen werden sie auf ein anderes Backblech geschüttet. Einmal erkaltet werden sie gegeneinander gerieben und in einen Zerkleinerer gegeben. Kleine, krumpelige Nüsse sortiere ich dabei aus, denn sie schmecken nicht und würden nur das Aroma verderben. Die Nüsse werden möglichst fein gemahlen und zu den restlichen Zutaten gegeben. Nun lasse ich die Zutaten auf kleinster Geschwindigkeit ungefähr 30 bis 50 Sekunden laufen. Dabei werden die Butterstücke in die Mischung eingerieben. Wenn die Butter sehr kalt ist, kann es aber auch länger dauern. Ein kompakter Teig entsteht noch nicht. Sobald der Teig etwas feinkrümelig geworden ist, gebe ich nach und nach den Rum dazu und lasse ihn einkneten. Der Teig wird aus der Schüssel geholt und sollte nun eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Danach wird er zwischen zwei Blättern Backpapier ausgerollt. Dabei benutze ich diesen Abstandhalter, sodass ich eine Teigdicke von 4 mm erhalte. Nun steche ich meine Schokomänner aus und lege sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Vor dem Backen steche ich noch ein paar Augen und Knöpfe in meine Plätzchen, dann werden sie bei 170 Grad Celsius ungefähr 13 bis 15 Minuten gebacken. Dies kann natürlich ofenbedingt variieren und sollte immer überwacht werden. Nach dem Backen lasse ich die Blätter auf ein Gitter zum Auskühlen gleiten und entferne sie anschließend. Die Teigmenge reicht für ungefähr 4 Bleche. Da die Augen nicht so ausdrucksstark sind, möchte ich noch ein wenig nachhelfen und bereite eine Zuckerglasur vor. Dazu gebe ich ungefähr 6 bis 7 Teelöffel Puderzucker in eine Schüssel und gebe einen Teelöffel Wasser darauf. Das Ganze wird verrührt, bis eine zähe, feste Masse entsteht, die nicht schnell auseinanderläuft, sondern die Form hält. Dann brauche ich auch noch eine Spritztüte. Dazu zerschneide ich einen quadratischen Bogen Backpapier über die Diagonale. Den rechten Winkel, also den größten, lege ich nach rechts und die Diagonale halte ich in der Mitte fest. An dieser Stelle wird die Spitze der Tüte sein. Die untere Seite wird umgerollt und nach oben um die gedachte Spitze herumgerollt. Die Spitze sollte danach möglichst klein sein. Die obere, offene Seite der Tüte knicke ich um und fixiere sie mit einer Büroklammer. Jetzt muss noch der Zuckerguss eingefüllt werden. Da ich immer noch eine kleine Öffnung an der Spitze hatte, habe ich sie mit einer Dokumentenklammer verschlossen. Das hat auch den Vorteil, dass sich unten nun ein Gewicht befindet, denn die Spritztüte stelle ich nun in ein Glas und kann sie so ungestört befüllen. Sollte die Öffnung der Spitze zu klein sein, muss man sie nun abschneiden. So, jetzt kann ich meinen Schokomännern noch Augen und Verzierungen aufspritzen. Am besten nimmt man die Kekse dafür in die Hand. Vor laufender Kamera sieht das Ganze natürlich immer ein bisschen tollpatschig aus. Aber ich habe mich doch ganz wacker geschlagen. Der Zuckerguss muss nun noch ein paar Stunden trocknen. Die genaue Dauer hängt auch hier wieder von äußeren Faktoren wie Größe, Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur ab.
Die Kekse sind unheimlich knusprig mit einem Geschmack nach Schokolade und gerösteten Haselnüssen, schmecken lecker zum Kaffee und zu kalter Milch. Auf jeden Fall fällt es schwer, damit aufzuhören. Vielleicht probiert ihr diese Kekse ja einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Backen und wie immer guten Appetit!